Mein ruheloser, umherziehender Geist erlaubte es mir nicht, lange zu Hause zu bleiben. Sag niemals, dass es dir leid tut, im Moment gefangen zu sein, denn in diesem Moment ist das genau der Punkt, an dem du sein wolltest. Ich konnte dem Ruf des Weges nie widerstehen. Jeder indianische Ausbruch, den ich je erlebt habe, war das Ergebnis gebrochener Versprechen und gebrochener Verträge seitens der Regierung. Ihr, die ihr in Städten oder auf friedlichen Wegen lebt, könnt nicht immer erkennen, ob eure Freunde zu denen gehören, die für euch durchs Feuer gehen würden. Aber in der Prärie haben die Freunde die Möglichkeit, ihren Mut zu beweisen. Ich fühlte mich nur so, wie sich ein Mann fühlen kann, der über die Prärien des fernen Westens schreift, gut bewaffnet ist und auf einem flotten und galanten Pferd reitet. Aber der Westen der alten Zeit mit seinen starken Charakteren, seinen harten Kämpfen und seinen ungeheuren Abschnitten der Einsamkeit kann nie aus meinem Gedächtnis getilgt werden. Aufgrund meines großen Interesses am Westen und meiner Überzeugung, dass seine Entwicklung durch das Interesse, das ich bei anderen wecken konnte, gefördert werden würde, beschloss ich, den Westen durch das Medium der Wild West Show in den Osten zu bringen. Da ein gutes Pferd nicht so leicht über eine Böschung springt, wenn man es sich selbst überlässt, lasse ich mein Pferd seinen eigenen Weg wählen. Der größte aller Sioux zu meiner Zeit oder überhaupt zu irgendeiner Zeit war dieser wunderbare alte Kämpfer Sitting Bull, dessen Leben eines Tages von einem Historiker aufgeschrieben werden wird, der ihm wirklich gerecht werden kann. Die Indianer sagten, dass die Knochen von einer Menschenrasse stammten, die 3-mal so groß war wie ein Mensch. Da mein erster Fluchtplan gescheitert war, entschied ich mich nun für einen anderen. Ich dachte, ich würde sowohl den Indianern als auch der Regierung nützen, indem ich sie durch die ganzen Vereinigten Staaten führte und ihnen eine korrekte Vorstellung von den Sitten, dem Leben usw. der Bleichgesichter vermittelte, sodass sie, wenn sie zu ihrem Volk zurückkehrten, alles mitteilen konnten, was sie gesehen hatten. Gute und schlechte Grenzer, Revolverhelden wie auch inspirierte Propheten der Zukunft waren meine Lagergefährten. Daher kenne ich das Land, über das ich schreiben werde, wie nur wenige heute lebende Menschen es gekannt haben. Ich war nun davon überzeugt, dass ich für ein Leben in der Prärie bestimmt war. Die Indianer waren gut gerüstet und fühlten sich stolz und glücklich, weil sie zu den Soldaten der Vereinigten Staaten gemacht worden waren. Wild Bill war eine seltsame Gestalt. Persönlich war er etwa 6 Fuß und 1 Zoll groß. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Präriemensch. Ich begann zu glauben, dass meine Zeit gekommen war, wie man es so schön sagt.